Jo Leute und herzlich willkommen auf dem PlayersHUB Channel. Ich bin euer Silphi und wie gestern schon gesagt, werden wir uns sehr damit beschäftigen, wie das Game jetzt gerade ist, was andere Leute dazu sagen, was ich dazu zu sagen habe, wie das Ganze weitergeht und wie LOL früher war. Ich muss mal einige von meinen älteren Videos angucken, um einfach zu sehen, was ist das Problem jetzt? Was ist das Problem jetzt, dass so viele sagen, LOL macht mir gerade keinen Spaß mehr oder ich spiele LOL nicht aus Spaß und sowas? Wie wird es weitergehen und was war früher denn gut? So gut, dass Leute das Game gerne gespielt haben. Ich weiß, einige von euch sind nicht unbedingt Fans von so Reaction-Videos. Es ist nicht 1:1. Ich glaube, das ist nicht 1:1 Reaction-Video. Wobei ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher bin. Weil irgendwie, ja, es ist geklauter Content und man sagt nur seine Meinung dazu. Ja, Leute, das gehört manchmal mit dazu. Und das Video von Scarra war auf der Frontpage von Reddit. Da wurde sehr viel drum diskutiert. Und deswegen nehme ich mir hier sein Video. Ich werde auch nochmal das von Hashinshin nehmen. Aus dem ganz einfachen Grund. Er ist zwar blöd, finde ich. Aber manchmal echt gute Ansätze. Ja, aber egal. Wir machen jetzt hier den Start mit Scarras Video. Moment, einmal hier kurz das Intro für euch. Someone asked me, okay. Oh my god. Also die Frage ist, was er jetzt vom Game hält. Right. How do I feel about the current meta? I'll bring you guys over here. Hold on, this is gonna... Ich liebe Scarra, er ist immer am Lächeln. Guys out, so it looks like I'm looking at you guys. Okay, so right now, I think the state of the game is pretty bad. And I want to use a different example than people are giving right now. So the reason why I don't like the state of the game at the moment is because I think that I talked a little bit before about how I think that there's too much damage in the game. With the combination of the new keystones and runes, and you missing like armor and MR, you take more damage and you deal more damage. So there's too much damage in the game. So the way you... Okay, der erste Punkt, den er hier einfach sagt, sind Runen. Ne? Es gibt zu viel Damage und ihr dürft eins nicht vergessen, es gibt keine Armor und MR-Runen mehr. Die hatten wir im alten System. Das alte System an sich war ganz cool. Das Problem war nur, es hat einfach scheiße viel gekostet. Wäre es umsonst gewesen, wäre es kein Problem gewesen. Natürlich gibt es das. Also in jeder Baum hat irgendwie irgendeine Form von Damage. Im Precision-Baum haben wir scheiße viel Damage drin. Domination haben wir Damage drin. Sorcery haben wir Damage drin. Sogar im Tank-Baum ist Damage drin. Dadurch, dass Aftershock uns Damage gibt. Grasp gibt uns Damage. Dann haben wir noch das Kokon bzw. Chrysalis, was ebenfalls später noch in Damage umgewandelt wird. Ich glaube nur der Utility-Baum hat kein Damage. Das fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Aber die Sache ist, früher hatte ich immer die Wahl. Ja, früher gab es immer irgendeine Form von Tank-Runen, die man mitgenommen hat. Sei es mehr Leben pro Level, sei es einfach eine Rüstung. Ich meine, so eine Standard-Runenseite, mit der man fast jeden Champion spielen konnte, war AD Rot, AD Quinz, Armor Gelb und Magieresi Blau. In die Runen. Jetzt habe ich nicht mal diese Wahl, extra Resistenzen mitzunehmen, sondern ich müsste in den Tankbaum rein investieren. Aber dann fehlt mir der andere Baum. Ne? So, wisst ihr, was ich meine? That Riot decided to beat higher damage that have bigger sustain options. Stuff like bone plating, stuff like resolve tree, stuff like D-shield. And that's how you beat big sustain. You do or big damage with big sustain. And what happens is it creates this really, really bad situation where the game is like I feel like it dumbs down the game quite a bit. And what I mean, and let me use another example. So when I used to play World of Warcraft competitively, or like high tier on the ladder, I was a top 10 in my battle group warlock on battle group. And so I would play 5 to 8 hours a day every day. Ich weiß auch bei der WoW-Zeit. What happened and what made early World of Warcraft PvP really good is that it used to be that you would have to use your cooldowns in a smart way to get a result that you wanted. So it's like the biggest thing in that game is to force a trinket. And a trinket is your 2-minute CC clear. And so you would use the ability to force the trinket and then 2 minutes later secure the kill with your own CC chain. That's essentially how you... Also das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, von welcher WoW-Periode er spricht. Ich war eher gegen
eine Burning Crusade und Lich King habe ich sehr viel aktiv Arena gemacht und war es genau dasselbe. Es gab ein Trinket, also Trinket war ein Schmuckstück, man könnte zwei davon haben. Und es gab eins, das war Pflicht. Das war die Insignie. Die Insignie hat sich darum gekümmert, oder hieß es bei den Allianzen dann auch so? Also es gab die Insignie der Horde. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Allies genau dasselbe war. Das muss man mitnehmen, weil es hat alle 2 Minuten, konnte ihr es aktivieren, also 2 Minuten Cooldown, und ihr konntet damit ein CC entfernen. Sei es ein Silence, sei es ein Stun, sei es ein Sheep, was weiß ich auch. Es sei denn, ihr seid Mensch gewesen, dann seid ihr ein Bastard. Aber sonst, um jemanden umzubringen, musste man meistens eine CC-Chain machen. Das heißt, ich konnte nicht unbedingt immer auf den Gegner blöd draufhauen, es sei denn, du warst eine dumme Orange Cleave oder sowas. Aber overall war es so, man musste CC auf CC setzen, um wirklich jemanden umzubringen. Und man musste sehr smart um diese Insignie herumspielen. Du musstest die rausbekommen und dann hattest du ein ziemlich gutes Opening, um einen Gegner umzubringen. You played the game, and so it was like, in my opinion, a very elegant way to play the game. Like you knew what you were doing, the enemy team knew what you were doing, and you found ways to stop and deny it. I thought, and the game was really fun because it wasn't super fast paced. It was a situation where both teams were aiming for something, and you could kind of stop them, stall them, interrupt them, and there was ample time for you to interject with their kind of play. And vice versa. But however, as the expansions increased, and what happened was, World of Warcraft has had... Also es war früher einfach immer so, angenommen, der Gegner will versuchen, ich gehe jetzt mal von einem 3 gegen 3 Beispiel aus, weil ich habe sehr viel 3 gegen 3 gespielt. Der Gegner macht ein Setup, ja, ich weiß nicht, er CC't euren Heiler, danach werden Damage-Cooldowns gezogen und man versucht dann irgendwie jemanden schnell wegzubursten. Dementsprechend kann man dann halt auch selbst sagen, wie spiele ich dagegen? Will ich vielleicht selbst den Cooldown von einem ziehen oder dann vielleicht diese Insignie, um das zu countern, was der Gegner macht. Danach habe ich Freiraum, dass ich versuchen kann, mit meinen Cooldowns auf den Gegner drauf zu gehen. Wird er Insignie ziehen, kann ich ihn dann danach vielleicht noch irgendwie weiter beschäftigen oder warten, dass meine Cooldowns wiederkommen. Und je nachdem, welche Comp man spielt, wie spiele ich dann gegen die anderen. Also es war wirklich, auch wenn es nur ein 3 gegen 3 war sehr viel Strategie dahinter. Und wenn wir uns LoL mal jetzt ansehen, ist es so, einmal CC, du bist tot. Legit, einmal CC, du kannst direkt fucking AFK gehen. Power creep came in, where more and more you'll see higher and higher damage numbers. Falls ihr nicht wisst, was Power Creep ist, also unter Power Creep bezeichnet man, du hast die erste Generation von LoL-Champions, dann kommt die zweite Generation von LoL-Champions, die muss stärker sein als die erste, dann kommt die dritte, die stärker ist als die zweite und die zweite war bereits stärker als die erste und das deckt sich immer so hoch. Ein gutes Beispiel dafür ist Akali. Ja, es gab normale Invisibility, das wurde jetzt aufgeteilt in Camouflage und Invisibility und jetzt haben wir den Stealth Power Creep, sag ich mal, den Stealth Creep, wo du jetzt so unsichtbar bist, dass dich gar nichts sieht. So moving from seasons 2 to 4 into seasons like 5, 6, 7, or I played 5 and 6, and this was really, really apparent in 5 and 6 was that, and Legion especially, is that the damage was just too high. So what happened would be you would throw a CC on someone, and if they don't trinket the 2-second, 3-second CC, your teammate was dead, or you were dead. Mm-hmm. And that's kind of how I see League of Legends right now. I think right now there isn't a really finesse in the game. So it's literally, this is how I see the game. You bring CC, you CC one person, and everyone dogpiles and kills them. Yeah. And you don't even need everyone. You need 2 people or 1 person because damage is so high. So 2 people dogpile 1 CC target and they explode and they're dead instantly. And so unless... Leute, ein gutes Beispiel sind AD Carries. Ich hatte ja ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video schon gesagt habe. Ich habe Lucian gespielt und ich habe voll defensiv gebaut. Ich war komplett defensiv. Ich hatte Ninja Tabi, einen Phantom Lancer, Black Cleaver, Blade of the Rune King, PD und vollgesteckten Blutdüster. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas doppelt genannt. 6 Items. Ich wurde von dem Wukong komplett ge-one-shottet. Ich wurde von einem Wukong komplett ge-one-shottet. Da war nicht mal CC dabei. Okay, doch, er hat mich mit seiner Ulti getroffen, so gesehen.
aber ich baue voll defensiv, er baut voll offensiv und offensive Sachen sind stärker als defensive Sachen und er natzt mich weg. Natürlich soll ich als AD Carry gegen einen Wukong sterben. Aber doch nicht instant, Leute. Doch nicht instant. Doch nicht, wenn ich auch noch in defensive Sachen rein investiere. It's like a small skirmish, like in a 1v1 scenario, it's still relatively okay. But when you start entering 2 people or more in skirmishes, it's literally just feels that there's less counterplay available in the game because the damage accelerates so quickly. I think that that's really, really bad because I miss the moments where you could think more about the play as you're doing it. At the moment, it's just like, this is the immediate thing you should do. CC them, everyone throw all your shit on this guy, and he'll explode. And personally, I don't feel like that's a fun way to play the game. I think the game has taken a really sharp turn into that. And I think that right now World of Warcraft kind of identifies that that's a problem as well. So what happened is they like stat squished a lot of items in the expansion so that like damage doesn't just go to you doing trillions of damage. Okay, darüber kann ich nicht mitreden. Ich habe die neuen WoW-Teile nicht gespielt. You do like much more DPS than before, but like at a kind of sharper decline. And I think that at the moment League of Legends hasn't done that, and the gameplay is very weird. It's so many times this season I've gotten hit with something and I'm just like, that killed me. Holy, like in a non-cutie pie like meme kind of way. I can't. Gutes Beispiel dafür, ja. Achtet man auf die neuen Items, die released worden sind. Das einzige neue Item, woran ich mich jetzt erinnern kann, was ich würde nicht mal meta-definiert sagen, ja, ist Adaptive Helm. Adaptive Helm ist das einzig neue defensive Item, was mir jetzt spontan in den Kopf reinkommt, was ganz okay ist. Es ist Nische. Ja, es ist Nische. Jetzt denkt mal an neue offensive Items nach. Und da kommen mir direkt 2 in den Kopf rein. Duskblade, was massiven Burst Damage promotet, Leute instant zu One-Shotten. Und Stormrazor. Massiver Burst Damage, um Leute instant zu One-Shotten. Wir haben 2 neue Item-Releases, die meiner Meinung nach meta-definiert sind. Jeder Assassin holt sich das Duskblade, um jemanden zu One-Shotten. Und jeder AD-Carry holt sich Stormrazor, vielleicht nicht unbedingt, um die Gegner zu One-Shotten, aber weil die anderen Optionen komplett Müll sind. Weil die DPS-Optionen Müll sind, deswegen gehen sie auf Burst über. Es sind zwar was von AD-Carries, ne? Und dann gibt es Champions wie Quinn, die sich teilweise beides kaufen können. Leute, denkt mal darüber nach. Die neue Items sind doch irgendwo immer alle sehr burst-lastig, sehr damage-lastig. Defensive Items, die sind... Sunfire wurde zum Beispiel genervt. Ja, Sunfire war ein meta-definierendes Tank-Item. Ich will jetzt nicht sagen, ist es berechtigt oder unberechtigt, es zu nerven, ja. Aber was ist denn ein Item, was sich Tanks holen, was immer sehr solide ist? Eigentlich gar nichts, oder? I can't believe that killed me. Because the damage is so Moment. high, you can't tell. Like, sogar GA. Leute, GA war vorher ein rein defensives Item. Ja, es hat dir Ammo gegeben, es hat dir Markierriese gegeben und nochmal den Revive. Jetzt gibt es euch nochmal extra AD drauf auf seinen Nacken. Denkt mal drüber nach. You get electrocute procced off somewhere and you just get spiked from 400. And you're just like, is that supposed to happen? So many times I haven't used my stopwatch. I haven't used my gunblade. Sometimes, yes, it's because I react really slow, right? But a lot of times it's because like the increased damage in the game just makes it so that like you have to do that. Like if you get CC'd at full health by Kindred and one other person is there, throw out the ulti because you will die in the CC, in the 2-second CC. So that's kind of how I see the current League of Legends meta right now. And achtet mal auf jeden Champion. Jeder Champion, also dieses Video ist ja schon vom letzten Patch her, mit Ausnahme von AD Carries, sei nicht spielt Draven oder sowas, hat euch instant ge-one-shottet. Leute, ihr habt richtig instant-Damage auf die Fresse bekommen. Wenn euch ein Niedlier-Speer trifft, seid ihr tot. Leute, sogar Supporter, ja, von mir aus Xyras, Brands, Viertel, der mit seiner Ulti rauskommt, fickt euch instant weg. Top-Laner, ficken Leute instant weg. Midlaner, ficken jeden instant weg. Das Spiel besteht nur noch aus reinem Geficke. And I don't like it. I think that I don't know what the solution is. My immediate solution would be to just
nerf runes and keystones across the board, but it's a really inelegant solution. Da hat er recht. Ist keine gute Idee. And I know they can't do anything until after Worlds. So I guess right now I'm Die Idee finde ich bescheuert. Dieses mit, ja, sie können nichts machen, bis Worlds zu Ende sind. Also einmal hat Riot es getan. Ich glaube, es war Season 5. Da wurde kurz bevor Worlds kam der Juggernaut-Patch rein. Oder doch? Ich glaube, es war Season 5. Season 4, Season 5. Da kam Darius, Fiora, Gangplank, Mordekaiser. Ich glaube, diese 4 waren das. Die haben die Worlds komplett kaputt gemacht. Ja? Die haben Worlds wirklich komplett kaputt gemacht. Mordekaiser, Pickban. Darius, Pickban. Wobei, ich glaube, gegen Semis war das nicht mehr so. Gangplank war Pickban-Status. Und den letzten habe ich gerade vergessen. Darius, Morde, Fiora. Ich weiß gar nicht, was Fiora das Moment aber. Also Riot hat es schon mal gemacht. Es hat in der kompletten Fiesta geendet. Aber wir sind doch noch gar nicht so weit. Bis zu den Worlds dauert es noch. Bis zu den Worlds dauert es noch. Riot könnte jetzt die Meta verändern. Sie könnten es. Ob sie es machen, ist doch mal was ganz anderes. Weil, Leute, ihr müsst es so sehen. Was ist die E-Sports? Ist das, was Riot den Leuten zeigt, was die Öffentlichkeit sieht. Ja? Aber die Playerbase, wir Casual Gamer, wir sind diejenigen, die das Game am Leben halten. So, dass LOL am Sterben ist seit Season 5 so. Ja, da sind die Zahlen massiv nach unten gegangen. Da sind die Zahlen echt massiv nach unten hingegangen. Oder was, Season 4? Bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Und Riot sollte ganz schnell etwas tun, um an diesem Game was zu machen. Wäre scheiße für die Pros, wahrscheinlich für einige. Aber im Endeffekt sind das Pros. Es ist ja noch nie so, dass die sich gesagt haben, ey, wir haben noch nie Maokai Toplane gespielt. Oder was weiß ich auch. Und sie haben ja immer noch genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Von daher würde ich nicht sagen, dass es so schlimm wäre, jetzt die Meta etwas zu shiften. Ich sage nicht, die sollen das ganze Game über Bord werfen, aber die Meta zu shiften wäre jetzt der letzte Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Es wäre echt der letzte Zeitpunkt. Literally just playing. They're making the best version of the current meta. I just don't like the current meta. So what ends up happening is I am just kind of patiently waiting for next season. Because I think this season is unfixable at the moment. Overall gebe ich ihm recht. Diese Meta jetzt zu fixen wird sehr schwer, weil man müsste sehr vieles verändern. Ich persönlich liegt vielleicht daran, dass ich alter Hase bin. Ja, ich hätte gerne das alte Rune-Mastery-System wieder, weil dort gab es für mich viel mehr Finesse. Ich konnte viel mehr spezielle Builds machen. Ein gutes Beispiel war ein altes Scale-Build, was man gemacht hat. Und zwar hat man sie mit, ich glaube, 15 bis 20% Scaling Cooldown Reduction gespielt. Das könnte ich bei den jetzigen Runen nicht machen, weil dadurch, dass Riot die ganze Runen-Fan hat, müssen sie nochmal die einzelnen Champions anpassen. Und davor war das System so, ich habe Champion A. Was sind die besten Runen und Masteries, die ich auf ihn mitnehmen kann? Wie kann ich das kombinieren, um vieles aus ihm rauszuholen? Klar, es gab Hauptrunen, die man so gesehen immer genommen hat, aber es gab Flexibilität da. Ich nehme mal wieder dieses Scale-Beispiel. Ich kannte Leute, die mit Thunderlords gespielt haben, um zu bursten. Ich kannte Leute, die Feather mitgenommen haben, um mal etwas mit DPS zu haben. Da gab es mehrere Varianten. Ich kenne welche, die haben nicht dieses Scaling Cooldown Reduction Rune mitgenommen, sondern sie haben Flat mitgenommen. Sie haben ihr Late Game für Early Game getauscht, in den Runen und den Masteries. Dann gab es aber welche, die halt eher das Late Game mitgenommen haben. Bei den jetzigen Runen ist es noch die Frage, welche Rune kann welcher Champion am besten abusen? Habt ihr mal irgendeinen gesagt, boah, jetzt habe ich Bock auf Champion X, Glacial Augment wäre doch bestimmt gut auf ihm. Wäre es gut? Vielleicht. Hat er bessere Optionen? Aber 10.000 bessere Optionen, Leute. 10.000 bessere Optionen. Und wir können es dann weiter nicht anpassen mit den Runen und mit den alten Runen, weil das alte Runensystem nicht da ist, mit dem ich viel aus meinem Champion rausholen konnte. Ups. Komm mal voll mit. So. I don't think that, like, this is the problem. The problem with having stuff like Airy and Scorch and Electrocute is on the reverse and having stuff like Aftershock. Why can you play Fiddlestick support with Aftershock? Ja.
like, sure, it opens him up to the opportunity to be played in a specific role. I get it. But, like, should he really get 100 armor and MR at level 1, 80 armor and MR at level 1? Probably not. But he has to be able to, like, that defensive option has to be in the game because the offensive options are so strong. So, I think the current meta is kind of bonkers. Weil wir offensive Sachen in jedem Baum haben. They can do to fix it until they're able to redo their inherent system behind the game. That's why I think the current state of the game is not very good. On top of that, just on top of that, I think that there is so much negativity in the community right now. So much. When I say this situation, it's fairly negative, right? But like when I say it, it's negative because of these reasons. I don't think the game stays in a good spot. I don't like the current meta because of this. Maybe you like the current meta. You're not me, okay? However, I think that right now it's easy for Riot to be a punching bag. People are just like, you know, like every single day on the subreddit, it's like 50% negative, like 50% negative. It's disgusting, honestly. I hate talking to people about the game because in even playing the game with people, it feels like when I'm playing the game with people, no one in the game is having fun. When you das kann jeder sehen, wie er möchte. Also es gibt sehr viel Negativität in LoL. Ich habe dazu schon mal generell ein paar Videos gemacht. Das Hauptproblem einfach, warum Leute schlecht drauf sind in LoL oder Flame oder sowas, ist einfach, du hast keinen Einfluss auf das, was andere machen. Wenn einer sagt, ey, fick dich, ich spiele das Game nicht mehr, ich trolle, dann fühlt ihr euch hilflos. Ja, weil ihr seid 15, 20, 30 Minuten in diesem Game drin, versucht es noch zu gewinnen, der andere will es aber nicht mehr gewinnen. Ihr fühlt euch einfach dabei sehr, sehr, sehr hilflos. Und dementsprechend ist es auch sehr negativ. Wenn ihr Top-Laner seht, okay, ich bin 3-0, deine Botlane ist 0-5, fühlt sich scheiße, weil du kannst dir nicht wirklich helfen und wenn die sich einmal catchen lassen, instant tot. Die werden runtergesnowballt, die werden richtig dreckig runtergesnowballt, dann spielt ihr noch gegen den Heimerdinger und er fickt da einfach einmal komplett weg. Ich bin der Meinung, es liegt in der Natur eines Online 5 gegen 5 PvP-Games, dass Leute toxic sind. Aber ich finde, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Win, you're just okay. Like you're satisfied. And if you're losing, you hate the game. Yeah. And it's just been this like cesspool of negativity for months now. And it's actually like so irritating to play. Like incredibly annoying to play. And to be honest, Riot's way to fix it was gonna be Clash. To create like a thing for people to like kind of, people are only pissed because of like the patch that happened and there's not something that Riot's responding with that's substantial. And wegen dieser Clash-Sache, ich finde, es hat nichts direkt mit Clash zu tun. Ich finde es eher schlimm, dass das 5 gegen 5 Ranked nicht mehr da ist. Weil Leute, mal ganz ehrlich, wenn ihr mit euren Bros zusammenzockt und ihr verliert, finde ich finde es so weniger schlimm zu verlieren, als wenn ich mit 4 Randoms verliere. Ich fand Team Ranked war immer richtig geil, ja? Team zu spielen, Competitive zu spielen oder sowas. Weil wenn wir verloren haben wir verloren, weil wir das schlechtere Team sind. Wir haben verloren, weil wir das schlechtere Team sind. Vielleicht auch mal, weil jemand tiltet, aber generell tiltet man weniger im Teams, ist meine Erfahrung. Und dann arbeitet man daran zusammen, was können wir besser machen. Aber das gibt's nicht mehr. Ist keine Möglichkeit mehr, richtig 5 gegen 5 zu spielen. Und Clash hätte das wirklich fixen können. Oder sie hauen scheiß Flex-Q raus, was so oder so ein Meme ist, und holen 5 gegen 5 Team-Rank wieder rein. To be honest, the substantial thing, their plan was Clash. And it failed. And so, we're getting more negativity, and there's nothing there to stop it right now. And as a person who streams the game a lot and loves to play the game, it sucks. Because every single game I go into, pretty much every single game I play, I get flamed. Like, and before it used to be like, hey, I got flamed like 10% of my games. Now it's over 50%. Every single one. Oh, ich würde 30 sagen. You know? That last game I was lucky because the person that would have flamed me was the one who fed, or else I would have gotten flamed. Promise you. Like, I know, like, when the game lobby loads, I know, I'm just like, that guy flamed me like 3 days ago. That guy flamed me like 4 days ago. And it really does feel like, I don't mind getting flamed
because I played bad. Don't get me wrong. You know, people don't like playing with me. I get it. 100%. I'm a really terrible person to play with if you're looking to purely win the game. 100% agree. But I think that people are flaming because they just hate the game. And it shows. People like literally just hate the game. Leute, meine Frage an euch, ja, schreibt mal in die Kommentare rein. Spielt ihr LOL, weil ihr das Game liebt, weil es euch Fun macht? Oder spielt es einfach nur, weil es die Angewöhnung ist? Weil ihr seit Jahren LOL gespielt habt, weil eure Freunde LOL spielen und ihr könnt damit nicht aufhören, weil es andere spielen, weil ihr selbst schon 2-3 Jahre rein investiert habt oder was weiß ich auch. Würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare rein. I don't know what to say to that. It's a bunch of reasons. I have no idea what to say. Hör auf zu klopfen, red weiter. I agree, dude. It's been bugging me for a while. Yeah, boy, it's actually insane. And like, I think players like you and me will get flamed a lot more because we're just like, we just mess around, to be honest. And I understand why it's not like people don't want to play with players who like first time champions or first time builds in ranked. I get it, completely understand. Ja, damit will keiner spielen. I just think they flame me because they just actually hate the game. And it sucks as well because the overlying impact of this situation is that people are quitting League of Legends. Not just people that like I don't know, people that I do know. Literally like a lot of streamers that I... Leute, zum Beispiel Darius hat mit LOL aufgehört und hat auch irgendwo in einem Video gesagt, dass er schon richtig Suizidgedanken mit dem Game hatte. Depressionen und sowas. Ich kann das völlig nachvollziehen. Also ich gehöre da auch ein bisschen mit dazu, Leute. Also keine Suizidgedanken oder sowas, keine Sorge. Ich kann LOL nicht mehr spielen. Ich habe ganz selten Momente, wo ich sage, boah, ey, das Game macht mir Fun. Größtenteils zocke ich es, einfach weil es Angewohnheit ist. Ich liebe es, mir LOL anzusehen. LCS und sowas. Ich liebe es, Leute zu coachen. Aber ich liebe es nicht mehr, dieses Game zu spielen. Es kann sein, dass die nächsten Änderungen das vielleicht wieder verändern werden. Ja? Aber jetzt im Moment, beziehungsweise auch schon seit, lass ich mal lügen, einem Jahr oder so, hasse ich es mehr oder weniger, LOL zu spielen. Das heißt aber nicht, dass ich mit YouTube oder sowas aufhöre. Versteht mich da nicht falsch. Wie gesagt, LOL-Content zu machen, LOL anzusehen oder Patch-Notes oder sowas machen, zu denken, wie es weitergeht und so, das liebe ich echt noch. Aber spielen ist nicht mehr so mein Ding. Looked up to, or a lot of streamers that like I helped out, a lot of streamers and content creators that like I've talked to just gave up on League, you know? People like Trin Immortal, people like Tobias, he played today, but for the most part, people like Dyrus, Antibot's just done streaming, right? I don't know why, but he's just done, you know? And so we're in situations where I'm essentially just like, and like, for instance, people like Wings are just like, I wish I could do that, but I can't financially. And I'm like, I get it, right? But every single day, every single week, I see stuff like this like negativity happening on the subreddit, in the games that I play, and like that tangentially causing people to not just hate the game. Because in the end, like when I play a game, I want to play with people who want to play the game, you know, who want to just like, who are enjoying the game, to be honest. And I think da kann lange drauf warten. When is the last time I was in a game and I joked around with someone in chat? Actually, like when has that ever happened? Before, it used to happen a lot. It used to happen like multiple games. I would, on the people I know, I'd be like, haha, you know, and we would just banter random shit. But when have you seen me do that? In fact, watch high-low streams. When does that happen? Period. Ja, meistens wird da echt geflamed. I don't know. Maybe I'm not watching enough high-low streams, to be honest. But it feels bad, super bad. It happens when people are doing because they talk to each other. But I'm just saying, as a individual who is in this position, like the best thing I can say is I'm starting variety streaming not because of this.
I'm doing it because I played League for 8 years and I feel like I missed experiences by not playing other games. Additionally, I think it would help me to experience other things and to see if I enjoy it as well. However, I can't deny that this is one of the first times that I felt that it might be more beneficial for me to stream not League. Das kann ich selbst. Also Leute, ich spiele auch League seit Season 1. Ja, ich glaube, Scarra spielt schon seit Beta. Also spielt schon ein bisschen länger als ich so gesehen. Und ich denke mir das auch manchmal. Ich sollte vielleicht einfach andere Games spielen. Ich sollte vielleicht... Ihr merkt es ja auch, ich stream fast gar kein LOL mehr. Wann ist mein letzter Stream her? Vor 3 Wochen oder so? War ich ein paar Stunden online. Davor war ich fast jeden zweiten Tag da. Aber das ist nicht nur dieses, wie es in LoL selbst ist, sondern auch manchmal, wie sich die Leute im Chat verhalten. Hat sich auch über die Jahre massiv verändert. Davor hattest du mal hier und einen Kappa da. Jetzt ist jeder ein fucking Challenger. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie auf den Chat blamen oder auf irgendwelche Viewer oder irgendwie so. Versteht mich da nicht falsch. Die Leute haben sich halt wirklich komplett verändert. Und ich denke mir auch manchmal, ey komm, fang mal ein anderes Spiel an. Nein, Leute, ich bin trotzdem stuck in LoL. Es gibt so viele Leute, die dieses Spiel hassen, so wirklich hassen. Und es trotzdem weiterspielen. And you know what? As a person who's been literally making content and streaming League for 7 years, that's a shocking revelation. Not because I dislike the game. It's that I dislike what the game has, like, turned other people into, you know? I just like the situation that the game that's happened with the game. So it sucks, to be honest. Like I feel in such a bad situation, you know? And I know this is something that happens happens to me, because it used to be as a player who was from the LCS, I would never stream during LCS, ever. LCS for me was sacred. Because for me, it's my roots. It's where I came from. I want to support my scene. I want to support the professional players playing it. I want to support my favorite teams, my favorite players, and my favorite organization. And recently, I've been thinking a lot about streaming while LCS is going on. And to be honest, yes, it's been a long time since I've been a pro player. Yes, I'm not very attached to a lot of the professional players now. But the fact that idea has gone through my mind is mind-blowing to me. I would never do that before. I think the point, like, I'm not saying that the point where I do stream variety or like other games while LCS is going on is the death of League. I am, however, saying that like all these problems that I'm seeing right now are causing me and other people who play League of Legends. Ich will an dieser Stelle nochmal Dinge sagen. Er hat ja auch hier ganz erwähnt, der Tod von League, das habe ich auch nochmal gemacht. Season 5, Season 4, Season 5, irgendwie so rum. Hier mal ein ganz gutes Beispiel, Leute. Ich habe wirklich ewig kein WoW gespielt. Ja? Ich habe es zuletzt aktiv gespielt zu Wrath of the Lich King, was ich glaube, lasst mich mal lügen, 6, 7, 8 Jahre her ist. Pi mal Daumen, oder kommt was hin? 5, 6, 7, 8 Jahre? Irgendwie sowas. Super lange ist es her. Ich habe als Cataclysm rauskam, habe ich einen Monat gespielt und aufgehört. Ich habe jedes Jahr habe ich einmal kurz in die neue Expansion reingeguckt. Habe ich einen Monat gespielt, habe ich wieder aufgehört. Jetzt zum Beispiel ist aber was ganz Neues passiert. Das Battle for Azeroth soll rauskommen. Und ich habe per Zufall hat mir YouTube die Trailer davon gezeigt. Irgendwelche Videos, ne? Jetzt ist ja ganz mal draußen irgendwie Warbringer mit Jaina und mit Sylvanas und jetzt nochmal dieses Sourfang-Video und so. Das hat mich richtig gehypt, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß noch nicht, was überhaupt passieren wird. Ich weiß nicht mal mehr, wie man das Game richtig spielt, was neue Spells sind, was weiß ich auch. Aber Blizzard hat ihr eigenes Game richtig krass gehypt. Wann hat League zuletzt ihr eigenes Spiele richtig krass gehypt? Viele von euch reden immer, ja, diese Werbung, hast du die neue Werbung gesehen, was weiß ich auch. Leute, ich persönlich finde die scheiße. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht gemacht ist oder so, aber sie spricht mich einfach nicht an. Kann auch wahrscheinlich sein, dass sie ein bisschen die Fresse voll hat von LoL. Aber ich glaube, Riot hat ewig nicht mehr ihr eigenes Game so richtig fett promotet. So richtig, richtig fett. Aus meiner Sicht.
and make content for League of Legends to have bad feelings about the game, to feel bad playing the game. And I don't want to say this is an outburst because of what happened today. Because honestly, I look at what happened today, and 3-7, shit. I played bad a lot of the games. You know, I've been kind of rusty because I haven't been able to play much League day by day. I get it. You know, today was just a day where I played poorly. I can objectively say that. But I want to say it's the overall feel of the games, overall feel of the mentality of the games I'm in, and the feel of the current meta that caused me to kind of reach this point where I think that the game is not in a great spot for a lot of reasons. And the thing is, I don't want this to be true, right? I love playing League. I actually do. When I go into games, I want to play like this champ. I want to play this champ, you know? It's super fun for me to play like XYZ champs. Sometimes I'm depressed because I'm playing bad or I lose a lot, but like I'm still excited to play the games. And so for me to be like my favorite game of all time, more than likely that I've played for 7 years, is like not cutting the cake or like not working out right now. It does not feel good to say. And this isn't a thing where like I'm quitting League. When I come back from Singapore, I'm gonna be playing League, right? And maybe I play like World of Warcraft here and there, Monster Hunter World here and there. I'll be playing League mainly for the foreseeable future. But I do think that like we're at the point where Riot needs to start taking steps to address some of the issues, because I think that a lot of the people that, or at least from my perspective, a lot of the streamers who are playing the game are just like, it's not being enjoyable. But even for the hardcore players, it is not enjoyable anymore. And let's not give excuses for ping. Let's not give excuses for poor play in the game. Let's just say it's just overall not good. Yep. Eine Sache will ich auch noch mal mit hinzufügen, bevor dieses Video hier zu Ende ist. Eine Sache, die Riot extrem scheiße gemacht hat, ist, diese ganze Season ist Preseason. Diese ganze beschissene Season ist eine riesige Preseason. Ja, mit irgendwelchen neuen Items, die reinkommen sollen, neue Items, die rausgekommen sind, und dann wird das weggemacht und dann muss das Item noch gebalanced werden und dann ist dieser Champion OP, da muss dann genervt werden, weil das Item noch so stark ist, und dann nerven wir das Item und jetzt ist der Champion, den wir davor genervt haben, jetzt super schwach und so weiter und so fort. Und dann kommt jetzt nochmal bei Preseason. So, diese Season geht vielleicht noch, ich glaube, 2-3 Monate? Pi mal Daumen? 1-2-3 Monate? Nicht mal allzu lange. Und dann geht wieder eine Preseason los. Und wie wird das dann sein? Hoffentlich besser. Ja, hoffentlich sagt sich Riot, ey, ich habe Scheiße gebaut, Leute. Wir versuchen es wieder besser zu machen. Weil eine Sache, die ihr nicht vergessen dürft, der allgemeine Spieler wird besser. Der allgemeine Spieler wird immer besser. Ich weiß noch, wo wir Tankmeter hatten. Alle haben sich darüber beschwert. Ich fand es auch ein bisschen scheiße. Ja. Aber es gab schon mal eine Meta, wo man alles spielen konnte. Season 4. Oder Season 5. Bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher. Ja. Da konntest du alles spielen. Also nicht alles von den Champions her, aber jeglichen Style. Konntest du legit jeglichen Style spielen. Ich bin der Meinung, du kannst an der Top-Lane immer erkennen, ob die Meta gerade healthy ist oder nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Top-Laner bin. Oder halt sehr lange Top-Laner war. Mitte ist meiner Meinung nach immer gebalanced. Irgendwie ist Mitte immer balanced. Overall gesehen. Ja. Jungle ist